Guten Tag, ihr Lieben. Ich bin Emilia und heute spreche ich mit euch über etwas, das ich sehr gut kenne. Etwas, das viele von uns kennen. Dieses Gefühl, wenn man am Tisch sitzt, das Lehrbuch aufschlägt und denkt, warum ist das so langweilig? Ja, ich spreche vom Deutschlernen oder besser gesagt vom Deutschüben und ich habe eine kleine Geschichte für euch. Eine Geschichte über den Moment, in dem das Üben aufhörte, eine Pflicht zu sein und anfing, etwas ganz anderes zu werden. Vor einigen Jahren saß ich jeden Abend an meinem Schreibtisch. Ich hatte eine Tasse Tee, mein Notizbuch, meinen Stift und ein dickes graues Lehrbuch vor mir. Seite für Seite. Übung nach Übung. Grammatiktabellen, Vokabellisten, trockene Texte über das Wetter oder den Supermarkt. Und ich dachte jedes Mal dasselbe. Das kann doch nicht alles sein. Ich erinnere mich noch genau an dieses Lehrbuch. Es roch nach Papier und alten Tintenpatronen. Der Einband war dunkelblau, die Schrift war klein. Und auf jeder zweiten Seite gab es eine Tabelle. Nominativ, Akkusativ, Dativ. Immer wieder. Mit Beispielsätzen wie Herr Müller geht in den Supermarkt oder Das Wetter heute ist sonnig. Kein Herr Müller, den ich je getroffen hatte. Kein Supermarkt, der mich wirklich interessierte. Kennt ihr dieses Gefühl? Dieses leichte Seufzen, bevor man das Buch aufschlägt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin sicher, viele von euch haben genau dasselbe erlebt. Ihr seid nicht allein damit. Aber dann passierte etwas. Und das war der Moment, der alles verändert hat. Es war ein ganz normaler Dienstagabend im Oktober. Draußen regnete es leicht und ich hörte die Tropfen gegen das Fenster tippen. Ich saß wieder an meinem Tisch, das Lehrbuch auf Seite 47. Übung 3, setzen Sie das richtige Verb ein. Ich seufzte laut. Meine Katze Mia schaute mich von der Fensterbank an, als wollte sie sagen, mach es einfach fertig. Ich schaute zurück auf das Buch und dann, ich weiß nicht warum, klappte ich es zu. Einfach so, ich klappte das Buch zu. Und ich saß da in der Stille des Oktoberabends mit dem Regen draußen und Mia, die mich beobachtete, und ich dachte, was will ich eigentlich lernen? Was interessiert mich wirklich? Das war die entscheidende Frage. Nicht, was steht auf Seite 47, sondern was will ich sagen können? Was will ich verstehen? Wofür brauche ich Deutsch in meinem Leben? Ich holte ein leeres Notizbuch aus der Schublade, ein schönes mit einem braunen Ledereinband. Eines, das ich mir gekauft, aber noch nie benutzt hatte. Und ich schrieb oben auf die erste Seite, ganz groß, meine Themen. Dann schrieb ich alles auf, was mich wirklich interessierte. Kochen, Reisen, Musik aus den 70ern, Gespräche mit meiner Nachbarin Frau Bergmann, die immer so schnell sprach, dass ich kaum etwas verstand. Bücher, kleine Alltagsmomente, die Art, wie ältere Menschen in Cafés miteinander reden. Das war mein neuer Ausgangspunkt, nicht das Lehrbuch. Nicht Herr Müller und sein Supermarkt, ich selbst. Und weißt du, was ich als nächstes tat? Ich öffnete meinen Laptop, nicht das Lehrbuch, und suchte nach einem deutschen Kochrezept. Nicht irgendeins, sondern eines für Apfelkuchen. Ich liebe Apfelkuchen. Meine Großmutter hat ihn immer gebacken, und der Geruch von Zimt und Äpfeln im Ofen bedeutet mir mehr als jede Grammatiktabelle. Ich wollte dieses Rezept endlich auf Deutsch lesen können. 250 Gramm Mehl, 3 Eier, eine Prise Salz. Den Teig gut kneten, bis er glatt ist. Ich las jeden Satz laut vor. Langsam, manchmal zweimal. Ich verstand fast alles. Und was ich nicht verstand, das schaute ich nach. Aber dieses Mal interessierte mich das Wort, weil ich es brauchte. Weil es zu meinem Leben gehörte. Weil ich mir meine Großmutter Apfelkuchen vorstellen konnte, während ich las. Das war so anders als Übung 3. Setzen Sie das richtige Verb ein. Habt ihr auch Themen, die euch interessieren? Themen, über die ihr gerne auf Deutsch lesen oder sprechen würdet? Vielleicht Sport? Oder Musik? Oder Tiere? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin wirklich neugierig, was euch antreibt. Und dann entdeckte ich noch etwas. Etwas so Einfaches, dass ich fast lachen musste, als es mir klar wurde. Etwas, das viele Lernende vergessen, weil es so selbstverständlich klingt und trotzdem so selten getan wird. Ich fing an, laut zu sprechen. Mit mir selbst. Einfach so, in der Wohnung, während ich kochte oder spazieren ging oder die Wäsche aufhing. Am Anfang war es komisch. Natürlich war es komisch. Ich stand in der Küche und sagte auf Deutsch, »Okay, Emilia, heute machst du Nudeln.
Du nimmst den Topf. Du füllst ihn mit Wasser. Das Wasser muss kochen. Mia schaute mich an, als wäre ich endgültig verrückt geworden. Aber es hat funktioniert, wirklich. Denn das Sprechen ist genau das, was viele Lernende am meisten meiden. Wir lesen, wir schreiben, wir hören zu. Aber sprechen, das fühlt sich gefährlich an. Was, wenn ich einen Fehler mache? Was, wenn es falsch klingt? Was, wenn jemand merkt, dass mein Deutsch noch nicht gut ist? Ich sage euch, mit euch selbst zu sprechen ist der sicherste Weg, diese Angst zu verlieren. Es gibt kein Urteil. Es gibt keine peinlichen Momente. Nur ihr, eure Stimme und die Sprache. Und je öfter man es tut, desto natürlicher wird es. Ich fing klein an. Ich beschrieb meinen halben Tag, auf Deutsch. Beim Aufwachen sagte ich, heute ist Mittwoch, draußen ist es bewölkt. Ich trinke meinen Balmen-Kaffee. Ich schaue aus dem Fenster. So simpel, so kurz, aber so wichtig. Nach einigen Wochen merkte ich, wie natürlicher es wurde. Die Wörter kamen schneller, die Sätze wurden länger. Ich suchte nicht mehr nach jedem Wort. Manche kamen einfach. Und manchmal vergaß ich sogar, dass ich übte. Ich dachte einfach auf Deutsch, wie ein leises Summen im Hintergrund meines Alltags. Aber es gab noch eine Sache, die mir sehr geholfen hat. Und das war echte Sprache hören. Nicht Lehrbuchtexte vorgelesen von jemandem, der extra langsam und überdeutlich spricht. Nicht Dialoge über Herrn Müller und seinen Alle-Supermarkt, sondern echte Menschen, die wirklich auf Deutsch sprechen, mit all ihren kleinen Eigenheiten, ihren Pausen, ihren Ausdrücken. Ich fing an, deutsche Podcasts zu hören. Geschichten, Gespräche, Interviews. Zuerst verstand ich nicht alles. Das war normal, das ist vollkommen in Ordnung. Man muss nicht alles verstehen. Das Gehirn arbeitet auch dann, wenn man meint, es verstehe nichts. Und dann hörte ich irgendwann eine Frau in einem Podcast, die sagte, na ja, das ist halt so. Und ich dachte, ich kenne diesen Ausdruck, ich habe ihn irgendwo gehört, ich weiß, was er bedeutet. Dieses kleine Aufleuchten im Kopf, dieses Ich verstehe das. Das ist unbezahlbar, das ist echter Fortschritt. Nicht Fortschritt auf Seite 47, sondern Fortschritt im echten Leben. Wenn euch dieser Kanal beim Deutschlernen hilft und ihr gerne solche Geschichten hört, dann freue ich mich sehr über ein Abonnement. Es kostet euch nichts und es hilft mir sehr, weiter neue Inhalte zu machen. Und wenn euch diese Geschichte gefällt, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Das bedeutet mir wirklich viel und zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Aber zurück zu meiner Geschichte. Eines Tages, es war ein Samstag, und die Sonne schien zum ersten Mal seit Wochen, beschloss ich, etwas Neues auszuprobieren. Ich nahm ein deutsches Buch aus meinem Regal. Kein Lehrbuch, einen richtigen Roman. Nicht den schwersten, einen mit kurzen Sätzen und viel Handlung. Ich setzte mich auf den Balkon mit meinem Tee und las. Die ersten Seiten waren langsam. Ich musste viele Wörter nachschlagen. Aber nach einer Weile bekam die Geschichte mich. Ich wollte wissen, was als nächstes passiert. Und das war wichtiger als jedes Wort, das ich nicht kannte. Ich las weiter. Ich ließ manche Wörter einfach vorbeiziehen, ohne sie aufzuhalten, und verstand den Sinn trotzdem. Das Lesen von echten Texten, nicht von Lehrbuchtexten, öffnet eine ganz andere Verbindung zur Sprache. Man sieht, wie Sätze wirklich gebaut werden. Man lernt den Klang von echtem Schreiben. Und man entdeckt Ausdrücke, die man nirgendwo sonst findet. Und dann, nach einigen Monaten mit all diesen neuen Gewohnheiten, passierte etwas Wunderbares. Etwas, auf das ich lange gewartet hatte, ohne es zu wissen. Ich traf meine Nachbarin, Frau Bergmann, im Treppenhaus. Sie, die immer so schnell sprach, dass ich kaum etwas verstand. Sie erzählte mir von ihrem Wochenende, von einem kleinen Markt am Fluss, den sie besucht hatte, von frischen Blumen und frisch gebackenem Brot und dem Geruch von Regen auf Kopfsteinpflaster. Sie sprach lebhaft, mit Händen und Augen, und sie sprach schnell, wie immer. Und ich verstand sie, fast alles. Ich antwortete ihr auf Deutsch. Nicht perfekt, nicht ohne Pause. Aber ich antwortete, und meine Antwort hatte Sinn. Wir redeten ein paar Minuten, dort im Treppenhaus, über den Markt und den Frühling und den Regen. Und als wir uns verabschiedeten, lächelte sie mich an und sagte, »Dein Deutsch wird immer besser, Emilia.« Ich ging in meine Wohnung, ich setzte mich.
und ich war so glücklich, dass mir fast die Augen feucht wurden. Genau das hatte kein Lehrbuch mir geben können. Diesen Moment, diese echte menschliche Verbindung über die Sprache, das hatte das Kochen auf Deutsch gegeben, das Sprechen mit mir selbst in der Küche, das Zuhören bei Podcasts, das Lesen auf dem Balkon in der Sonne. Also, was nehme ich aus all diesem mit? Was sind die Dinge, die wirklich geholfen haben und die vielleicht auch euch helfen könnten? Das erste ist, lerne Themen, die dich wirklich interessieren. Nicht, weil sie im Buch stehen, sondern weil sie zu dir gehören. Kochrezepte, Musik, Sport, Geschichte, Natur, Filme, was auch immer dein Herz ein wenig schneller schlagen lässt. Wenn das Thema dich interessiert, lernst du schneller und du erinnerst dich viel besser. Das zweite, sprich laut, auch mit dir selbst. Es klingt seltsam. Es fühlt sich seltsam an. Aber es ist eine der wirkungsvollsten Methoden überhaupt. Dein Gehirn verarbeitet die Sprache ganz anders, wenn du sie aussprichst. Und du verlierst die Angst vor dem Sprechen, weil du es jeden Tag tust, sicher ohne Urteil in deiner eigenen Küche. Das dritte, höre echte Sprache. Podcasts, Geschichten, Interviews, Gespräche. Lass die Sprache in dein Ohr fließen. Du musst nicht jedes Wort verstehen, das musst du wirklich nicht. Der Rhythmus, der Klang, die natürlichen Ausdrücke, das alles setzt sich fest, auch wenn du es nicht merkst. Dein Gehirn arbeitet im Hintergrund. Das vierte, lies echte Texte, nicht nur Lehrbuchtexte, Artikel über Themen, die dich interessieren, kurze Geschichten, vielleicht sogar einen Roman, einen leichten, wenn du am Anfang bist. Lass die Sprache auf dich wirken, ohne jeden Satz auseinanderzunehmen. Und das fünfte, das ist vielleicht das Wichtigste von allem. Sei geduldig mit dir selbst. Sei wirklich geduldig. Sprache lernen braucht Zeit. Es gibt Tage, an denen alles leicht fließt und Sätze kommen einfach und Wörter erscheinen wie von selbst. Und es gibt Tage, an denen man denkt, man hat alles vergessen, als wäre das Gehirn leer. Das ist normal. Das gehört dazu. Das passiert jedem. An diesen schwierigen Tagen erinnere ich mich an das Treppenhaus, an Frau Bergmann, an ihr Lächeln. Und ich mache weiter. Was ist eure Erfahrung mit dem Deutschüben? Habt ihr auch Methoden entdeckt, die plötzlich funktioniert haben? Oder habt ihr Momente erlebt, in denen die Sprache plötzlich lebendig geworden ist? Schreibt mir in die Kommentare. Ich lese alles sehr gerne und eure Geschichten inspirieren mich wirklich. Wenn ihr solche Geschichten auf Deutsch mögt, Geschichten, die euch beim Lernen helfen und gleichzeitig etwas erzählen, dann bleibt dabei. Hier auf Dankecast Deutsch erzähle ich regelmäßig neue Geschichten, damit ihr Deutsch auf eine natürliche und angenehme Art üben könnt. Nicht durch Grammatiktabellen, nicht durch Herrn Müller und seinen Supermarkt, sondern durch echte Geschichten, echte Momente, echte Sprache. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Es bedeutet mir wirklich viel, dass ihr zuhört. Hier, in diesem kleinen digitalen Treppenhaus, das wir miteinander teilen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Rest des Tages. Macht etwas Schönes daraus. Lernt etwas Neues. Sprecht laut mit eurer Katze, wenn nötig. Und denkt daran, jeder Schritt zählt. Auch die kleinen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Auf Wiedersehen und tschüss.